Das ist Marlene, das ist die Luna und das ist das Engwe E-Bike, was wir zugeschickt bekommen haben, weil die Leute nämlich sagen, hey, testet doch mal das Bike, es ist billig, es ist toll, sieht klasse aus und was weiß ich. Und das ist der Karton. Haben wir ihn vorher aufgemacht? Nein, wie man sieht, ist der noch schön jungfräulich verpackt. Ja, und du hast dich drum gerissen, hast gesagt, wenn einer das aufbauen darf, dann ich, kein anderer darf es. So war es doch, oder? Genau so, nicht anders. Ist klar. Made in China. C20 heißt es. Es kam an, es wiegt 30 Kilo. Und ich wünsche dir dann viel Freude. Fang mal bitte an. Regnet's? Nee. Es hat getropft, ja. Ja komm, wir beeilen uns. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Heute ist der 22. Mai, ein Sonntag. Und da wir ja an unserem Urlaub nichts anderes zu tun haben, als Sachen zu testen. Vorsicht, alles scharfkantig. Ja, ich weiß. Na, Luna? Also, wenn das Ding aus China ankommt, sieht es so aus. Erfreulich wenig Kunststoffverpackung, fällt mir schon mal auf. Was da drin? Sollen wir mal den Tisch mal rüberholen? Das ist der Akku. Komm, wir holen mal hier den Tisch ein bisschen bei. Dann können wir das da drauflegen, ähnlich wie bei... Fängt jetzt aber wirklich an zu tropfen. Oh, wir starten mal. Ein bisschen Regen hat ja noch keinem geschadet. So. Zum Glück habe ich ja meine wasserfesten On-Schuhe an. Die wasserfesten On-Schuhe, zeig mal. Sind die neu? Ja. Die habe ich mir aber selbst gekauft. Hast du selbst gekauft? Also On. Gut. Ich bin stolz auf dich. Wasserfeste On-Schuhe. So, einmal das Ladegerät. Nee, stopp. Auspacken. Ja, Ja, pack mal aus, dass wir es mal sehen. Dachte ich. Ja, es tröpfelt ja nur ein bisschen. Wobei, da oben. Das sieht schon aus wie eine kleine Regenwand. Ja, da Gut. oben auch. So, mach mal hin. Also Ladegerät, denn es handelt sich um ein E-Bike. Was steht drauf? 42 Volt, 2 Ampere. Gut. Also 38 Volt hat der Akku, schätze ich da mal. Oder 36. Ich setze mal nur rein wegen dem Regen. Ne? Ja. Sie haben gesagt, es wird echt gut aussehen. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Okay. Ich auch nicht. So. Die Frage, kann ich das jetzt raushieven? Ich würde dir so gern helfen, aber ich habe ja beide Hände voll. Was ist da drin? Das sind Pedale und ich schätze mein kleines Werkzeugset. Das man noch zusammenbauen kann. So. Und hier ist das Fahrrad soweit ich das sehe, ist das Vorderrad zerlegt oder nicht. Magst du mal kurz den Hunden ein paar Leckerli geben, dann filme ich schon mal gerade die Box. So. Die 3 von der Shiloh Ranch. Ich sperre sie am besten ein. So, lass mal kurz gucken. Also, so viel kann ich euch schon verraten. Es hat einen Hecknabenmotor drin. Ein Quality Control Schild. 30 Kilo kann man das so rausheben. Ne, ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, die Marlene wird das gleich schaffen. Hast du eingesperrt? Sehr schön. Ja, doch, Sherry. In die Box. Ab in die Box, ja. So, So, ich würde sagen, ich drehe es mal ich kippe es nach vorne, dann Ja. kann ich es rausziehen. mach das. Weil es sieht nämlich nicht mehr so aus, dass ich da noch was raushieven könnte. Das ist schon das zweite Bike übrigens von Engwe. Das erste haben wir verlost. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir werden gleich noch ein Bike verlosen, nämlich ein Himiway Step Through City Electrical Bike. Das gibt es gleich zu gewinnen im nächsten Video. Bleibt dran. Marlene zieht. Und die haben ja auch versprochen übrigens, dass das auch kein speziell für uns zusammengebautes Bike war, sondern so kommen die alle an. So, für alle, die es nicht mehr ertragen können, dass es so langsam geht. Aber das ist eben, es gibt ja eine Vorspultaste.
Okay. Du hilfst mir dann. Kabelbinder sind dein Freund, glaube ich. Aber der Karton ist schon irre klein, muss man sagen. Ist um den Reifen. Hihi. Das erste Teil wird entfernt. Eine Tournee ist drauf hier von Shimano, eine Schaltung. Also schon was Ordentliches. Habe ich gesehen, schon sogar eine Shimano als Nachbau. So, dann Ja, ist egal, wo ich anfange, oder? ist egal. Du kannst eigentlich alle Kabelbinder beseitigen. Da ist die Federgabel. Also wir haben ein zumindest mal vorne gefedertes Rad. Wir haben diesmal keine Ballonreifen, weil viele auch gesagt haben, Ballonreifen finden sie hässlich. Wir haben Straßenbereifung mit ganz leichter Profilierung. Da sind die Schlüssel vorne dran. Ich glaube, die Chinesen lieben Kabelbinder. Das ist, ich glaube, das Rad mit den meisten Kabelbindern. Aber ich glaube eher ein bisschen zu viel als zu wenig. Hier ist die Lenkereinheit mit Hupe. Das hier noch dran ist, schätze ich mal. Da vorne ist, interessant, hier ist uns schon das Schloss. Hier ist Licht und Hupe. Gasgriff habe ich jetzt noch keinen gesehen. Vielleicht hat es ja doch einen. Könnte sogar sein, dass der ganze Griff ein Gasgriff ist. Deswegen verkaufen wir dieses Teil mal als nicht zulässig, zumindest in Deutschland. Ich weiß, dass man in Österreich bis 25 km/h einen Gasgriff benutzen darf. Das heißt, man muss gar nicht treten. Aber in Deutschland ist das, glaube ich, verboten. Deswegen dürft ihr also damit nicht im öffentlichen Verkehr fahren, sondern nur auf abgesperrten, weiß ich nicht, ob man auf Campingplätzen halt fahren darf. Also damit fahren wohl irgendwie alle mit rum. Aber ich sag mal, wenn es einen Gasgriff hätte, das werden wir gleich mal sehen. Aber noch kann ich das nicht sehen. Wow, also das Design in dem Grau ist schon mal schön, oder? Sieht schick aus. Akku ist uns hier drin, in der Mitte. Ja, ich bin jetzt noch hier. Kabelbinder Nummer 64. Ja gut, aber das ist echt, ich meine, für den Transport ist das super verpackt, ne? Wehe dem, der muss es nochmal einschicken, weil das, ich glaube, das Tetris verlierst du. Du hast das Video ja gemacht, du weißt ja. Also rückwärts laufen lassen, das Video. Aber schön gemacht hier mit den Kabeln, das finde ich hier gut. Da sind diese Teile mit drin, die das Ganze zusammenhalten. Dann, so, einmal drehen, oder? Was sagst du? Drehen. Also wie ihr seht, wir hatten es vorher noch nie gesehen. Und meine Frau ist, glaube ich, wahrlich keine Spezialistin für Bikes. Ich glaube, wir müssen mal kurz unter die Unterdachung. So, damit der Haussegen auch nicht schief gegangen ist, haben wir es zusammengebaut ohne eure Kamera. Wie lange hat es gedauert ungefähr? 20 Minuten. 20 Minuten. Denke ich. Also was war zu tun? Da vorne das Adapterstück haben wir reingesteckt und gegengekontert. War übrigens alles machbar mit dem mitgelieferten Werkzeug. Wir brauchten kein Werkzeug, ist nämlich alles dabei gewesen. Ich zeige euch das mal gerade. Dabei ist nämlich hier ein 17er, noch dabei, ein 14er, diverse Inbusschlüssel, ein kleiner Schraubendreher, dann hier noch ein 13er und 15er und das Werkzeug ist eigentlich auch ganz okay. Also nicht so ein Schrott, den man normalerweise mit da bekommt. Und dabei ist auch ein Handbuch und das Ladegerät, was wir eben schon gezeigt haben. Aber das Coole ist, es ist wirklich intuitiv. Das bedeutet, du musst es jetzt nicht kein Handbuch lesen oder irgendwas. Die Gangschaltung, weißt du, wo sie ist? Ja, hier oben. Da oben. Ja. Ein kleines Lichtchen. Ja, ist eine Lampe. Kannst du an und aus machen. Eine Hupe hat's. Ja. Hup mal. Oh! Nochmal. Nochmal. Das ist übrigens auch verboten in In Deutschland. Deutschland, ja. Super. Ja, es muss eine helltönende Klingel sein. Echt? Ja, echt. Es darf also auch kein Gasgriff haben, eine helltönende Klingel und auf keinen Fall eine Hupe. Okay. Du kannst jetzt zwar eine Hupe nachrüsten, aber dann musst du mit der Klingel klingeln, glaube ich, im ST, also im Straßenverkehr. Okay. Es lässt sich wunderbar einstellen. Gerade eben war der Sattel so hoch,
dass es dir zu hoch war. Ja. Ist jetzt okay? Ja, man sitzt bequem. Man sitzt bequem. Der Akku, den kann man übrigens sichern durch, es sind interessanterweise 2 Schlüssel dabei. Also einmal ein Akkuentnahmeschlüssel, das ist der da, denn das Ganze ist ja ausschließlich ein Faltbike. Man kann es in der Mitte einfach auffalten, kann ich euch gleich mal zeigen. Dann hat es Scheibenbremsen, allerdings mit Seilzug. Es hat hier vorne Stahlfeder drin. Und ja, es hat dann diese wahnsinnige 7-Gang Tournee. Wenn du mal kurz, genau, mach mal ab, das iPhone-Cover. Dann haben die auch keine Kosten und Mühen gescheut und haben eine total süße Anzeige reingemacht. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, da sind 3 grüne Balken und ein Batteriezeichen. Also mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Und die Unterstützungsstufe, das habe ich noch gar nicht gefunden. Wo stellt man die denn ein? Jetzt bin ich echt. Was kann das denn? Das ist zurückschalten. Wenn du da mal drauf drückst. Zurückschalten? Mhm. Nee, hoch. Hochschalten. Und das andere ist dann zurück. Aber ich überlege gerade, wo stellt man die Unterstützungsstufen ein? Draufdrücken? Oder auch gar nicht. Vielleicht macht es auch immer dasselbe. Da lesen wir gleich mal nach. Vielleicht doch ein Handbuch holen. Cool ist der Gasgriff. Der ist eigentlich verboten. In Deutschland verboten. Also ich glaube, in vielen Ländern in Südfrankreich interessiert das niemanden. Aber in Deutschland, wenn du damit erwischt wirst, dann ist das Fahren eines nicht zugelassenen Kraftfahrzeuges. Wenn du Pech hast, hast auch keinen Führerschein, ja, dann bist du dran. Du hast keine Versicherung. Wenn ein Unfall passiert, bist du vollhaften. Also das hier ist definitiv kein Fahrrad mehr, das hier ist ein Kraftfahrzeug. Okay, gut zu wissen, ja. Tot verboten, benutzt es nicht. Aber wir sind ja hier auf einem abgeschlossenen Garten. Fahr mal bitte. Soll ich mal zeigen, wie sie es fährt? So, du hast die Anfahrhilfe benutzt. Es hat ja alles seinen Grund, warum es in Deutschland so viele Gesetze gibt, die nicht gebrochen werden dürfen. Und du fühlst dich original wie 12? Ja. Sie sagt ja. Das ist schon goldig, ja, aber es ist halt praktisch, ne? Trotzdem. Schade, dass das bei uns nicht zugelassen ist in Deutschland, weil ich finde es praktisch klein. Wäre ja zugelassen, wenn es keinen Gasgriff hätte und keine Hupe. Das heißt, man müsste den Gasgriff abbauen. Gut, das kann man ja vernachlässigen. Da kannst du ja selber noch eine Klingel hinzufügen, wie du gesagt hast. Also wenn es 25 km/h fährt, maximal 250 Watt Dauerleistung hat, die nicht überschreitet, in CE-Zeichen, dann wäre es zugelassen. Ich glaube, ein CE-Zeichen hat es. Mal gucken, ob es irgendwo ist. Hier steht QC steht drauf. Das heißt aber eher Qualitätskontrolle. Ja, hier ist auch nur eine Lizenznummer, das war es auch schon. Also kauft dieses Fahrrad nicht, es ist verboten. Schade. Schade, aber trotzdem tun es viele. Aber denkt dran, wenn ihr das benutzt, dann nur im abgeschlossenen Bereich und nicht. Ja. Wenn es abgeschlossen ist auf einem Campingplatz, wie ist es da? Ja, der ist ja öffentlich zugänglich. Okay. Da ist, wenn da eine Schranke ist, die zu ist, also es darf nicht so einfach rein und raus. Also wenn das komplett abgeschlossen ist, so steht es, glaube ich, im Gesetz. Ja. Also nur ein Parkplatz, der privat ist vom irgendwie Supermarkt, der ist, glaube ich, zu öffentlich. Ja. Da geht's nicht. Also ich finde es halt praktisch, wie du gesagt hast, wegen dem Falten. Ne? Ich bin ja ein Fan von Faltfahrrädern. Warum? Ja, weil man die kompakt schön ins Auto schmeißen kann. Auch wenn man so jetzt unterwegs ist, ne, irgendwo. Was ich cool finde, ist die Optik. Also die Optik ist schon mal gut. Es fährt sich gut. Ja, ist bequem. Ist bequem. So, sollen wir es mal falten? Das ist nett. So, sollen wir es mal falten? Ich soll es falten, willst du damit sagen? Ja, du wolltest ja eben schon, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es zusammengebaut bekommen hättest mit deiner Erfahrung. Ich habe ja schon viele Fahrräder zusammengebaut. Nee, ich kann bei meiner Kette, von damals kann ich noch die Kette wieder drauf, von meinem Fahrrad meine ich die Kette noch wieder drauf machen, wenn sie runtergefallen ist. Das war's auch schon. So, also das ist da. Gut, dann schiebst du auf die Wiese, falls es dann doch umfällt. Ja. Dann haben wir keine Schramme drin. Oh, es ist goldig. Es klackert auch so richtig. Und ja, mach mal auf. Hier vorne ist eine... Muss ich noch immer vorher irgendwas ausmachen? Ich glaube, du musst den Schlüssel abziehen. Ausmachen, abziehen. Unten? Dann unten gar nichts, den kannst du stecken lassen. Okay. Dazu kommen wir gleich. Gut. Dann
Den kannst du auch, glaube ich, sogar abziehen. Den musst du, glaube ich, leicht drehen, dann kannst du ihn runterziehen. Genau. Jetzt ist übrigens der Akku verriegelt und man kann nicht mehr wegfahren. Also zumindest nicht elektrisch. Ja, so kannst du sagen. Treten kannst du noch. So, hier vorne ist eine kleine Sicherung. Mach Ja. die mal auf. Und dann? Ziehst zu dir, zu mir. Ja. Genau, dann geht's auf. Jetzt kannst du es schon falten. Mach aber vorher die Pedale mal rum. Die haben wir eben schon geübt. Die kann man durch einen Handgriff einfach zu dir ziehen, damit es flacher wird. Jetzt kannst du den Lenker noch abkippen. Ne, unten. Das ist die hier, ne? Ja, am besten machst du ihn vorher ganz rein. Da warst du eigentlich oben schon richtig. So, einmal falten, ganz reindrücken. Sehr schön. Und So, wie falte ich? Warte, ich muss irgendwas drücken. du musst das Ding zur Seite drücken, genau. genau so. Dann kommt es runter. Also Aufbauzeit ohne Witz, ich denke, ein geübter maximal halbe Stunde, ein ungeübter eine Stunde. Ansonsten holt euch Hilfe. Aber da ihr es ja sowieso nicht benutzen dürft, ja, dieses Electrical Bicycle, oh, es ist so goldig. Aber es hat sein Gewicht, oder? Ja, Was denkst du? 40? Nee, Nee? ich glaube 23 Kilo wiegt's. Echt? Ja, ja. Okay, dann bin ich heute nicht mehr fit. Ja, aber es ist auch extrem unhandlich. Also ein Kasten Ja. Bier lässt sich einfacher tragen. Ja, das ist wahr. Wie, blöde Frage, darf ich das da draufstellen? Kannst du vielleicht zur anderen Seite. Warte. Einfach mal hinlegen. Ja, leg's mal hin. So, das ist der Haufen. Wenn er zusammengelegt ist, schön klein, Ja, also das schön passt handlich. in den Kofferraum rein, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Jo. Sollen wir noch mal kurz ins Handbuch gucken wegen den Stufen, ob das verschiedene Unterstützungsstufen hat, also wie stark es unterstützt und was man drücken muss. Vielleicht steht es ja irgendwie drin. Handbuch ist komplett auf Deutsch, richtig? Ja, wie immer. Nee, ist auf Englisch. Englisch natürlich. So, sag mal, Operating Email Assembling. Hier, Compliance with the Law, mach mal P4. Da steht nämlich drin, dass man es wahrscheinlich nur auf dem Mond fahren darf. Compliance with the Law. Observe law regarding to use the battery operate. Also, du sollst erstmal nachgucken, ob du es überhaupt benutzen darfst. Und dann, ob man die überhaupt mitnehmen darf, die Lithium-Ionen-Batterie, die da drin ist. So, dann Assembling steht genau drauf. Gibt es wohl auch in Orange und als Fatbike-Version. Sieht lustig aus, ja. Da ist der Speed-Sensor drin in den Pedalumdrehungen. Mach mal nächste Seite bitte. So, da ist genau drin, wie es zusammengebaut wird. Soweit, so gut. Ich würde mich nur mal interessieren, wo man die Stärke der Unterstützung einstellen kann. Hand Throttle, Charging a Battery, Pedal Assisted. Cruise Control, Ambient Light, only for Engine Pro, Hand Throttle Control brauchen wir auch nicht, Charging brauchen wir auch nicht, Your First Ride brauchen wir auch nicht. Also hier steht noch nichts von Modus. Gehen wir eins weiter. Maximizing the Riding Change, Removing Battery. Nö, also ich glaube es gibt nur einen Modus. Machen wir eins weiter. Da noch was ist. Safety, Construct. Ist ja auch egal. Also das hier ist ein absolutes Funbike, wenn man jetzt in Spanien unterwegs ist oder wo auch immer auf der Welt, außer in Deutschland wahrscheinlich, um damit viel Spaß zu haben auf dem Campingplatz. Es fährt von alleine. Ja. Magst du es nochmal zusammenbauen? Oh Gott, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. So, also dahin. Dann auseinander. Das geht doch. Muss ich da was beachten? Muss ich da was beachten? Warte. Ich habe da gewusst, warum ich dich geheiratet habe. Du bist eine patente Frau. Ja, man darf ja noch nicht so viel erzählen. Achso. Machen wir zu. Ist es sicher? Früh mal. Lenker ein bisschen raus. Was meinst du, sicher? Mach's mal an. Unten musst du den Schlüssel reinstecken. Erstmal Ja, da war doch was. den Dings. Aber ich muss sagen, übrigens gibt es immer höchste Dresche von meiner Frau, sobald die Kamera aus ist, wenn irgendwas nicht geht. Die ist immer so lieb, wenn die Kamera an ist. Das täuscht übrigens, dass sie so Danke, nett dass ist. du mich da so nachhältst. Nö, aber wenn ich dir irgendwas gebe, was nur halbgar ist oder so, dann wirst du schon ganz schön sauer. Ja, mit Recht, oder? Mit Recht. Wenn's halt war. Mach mal Licht an. Ach ja, die Pedale noch. Die Pedale noch raus. Warte. So, einmal da.
Genau am Todpunkt erwischt. So, und einmal da. Ah, und das Licht geht auch. Seht ihr? Hub mal. Ja, ich hab's gesehen. Also, Hub doch mal, ganz kurz nochmal. hupen. Ja. Sehr schön. So, und bitteschön. So, soll ich noch mal eine Runde? Ja, fahren wir eine Runde. mal eine Last but not least. So, sie fährt, denn sie kann ja auch den Gasgriff. Du einfach im Gasgriff drehen. Ja. Dann geht's ja auch. Ich denke immer, ich muss nach vorne drehen. Ich weiß nicht warum. Sie denkt immer, sie muss nach vorne drehen. Weil du kein Motorradfahrer bist. Ja, ist ja klar. Also für so kurze Touren mal zum Bäcker, City, eigentlich toll, oder? Bloß nicht in Deutschland. Ja, nicht auf öffentlichen Straßen in Deutschland, genau. Ja, ich finde ihn ganz nett. So, hier ist es Engwe. Wie heißt das Teil? C20. C20. Wir werden euch noch einen Code mit dabei legen. Ich glaube, mit dem Code kriegt man das Ding noch mal billiger, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so ist. Wir werden es gleich mal sehen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und meiner Frau Marlene heute am 22. Mai 2022, dem Tag, an dem die meisten Paare heiraten. Vielleicht gibt es ja als Hochzeitsgeschenk ein Engwe C20. Demnächst werden wir auch das mal verlosen oder auch nicht. Wir werden mal schauen. Aber eins werden wir jetzt auf jeden Fall verlosen. Das werden wir jetzt gleich mal auspacken, nämlich ein Himiway. Hier steht schon Step Through City, also ein Tiefeinsteiger. Und das packen wir gleich mal aus. Und das gibt es jetzt als nächste Aktion zu gewinnen. Tschüss Marlene. Ciao, ciao.